Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück, Barbicam und einem neuen Video. Meine Lieben, ihr seht, ich bin nicht alleine, sondern ich habe eine Boxikone dabei. Ich bin mal gespannt, wer von uns heute K.O. geht, er oder ich. Das werdet ihr jetzt sehen. Ich, ja. Viel Spaß, let's go. Meine Lieben und damit herzlich willkommen nochmal zurück, Barbicam und einem neuen Video. Und wie ihr seht, ich bin nicht alleine, sondern ich habe Senat Gashi mit dabei. Was geht ab, Leute? Senat Gashi hier. Ne? Magst du dich kurz vorstellen? Kurz vorstellen, ja. Also, Senat Gashi hier, ein Boxer, albanischen Hintergrund, ein Gourmet, ja. Also Boxen mit Leidenschaft, Essen mit noch mehr Leidenschaft, aber ich glaube... Ey, kein Scheiß, ne? Ich sag mal, ich verfolge dich, seitdem du mich verfolgst, ne? Und mir mal geschrieben hast, soll ich mal was machen. Ich glaube, du machst mittlerweile aber auch einige Kochsachen, kann das sein? Ich esse Sachen, mehr Esssachen, mehr nicht Kochsachen. Okay, schade, ich dachte, ich habe Kochen mit dabei. Da habe ich das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, mehr Essen gesehen bei dir als alles andere. Aber ich habe gesehen, du kannst auch gut essen. Ja, ich sag mal, durch Kraftsport auch vielleicht schon die eine oder andere Diät und auch schon mal den einen oder anderen Essen-Challenges vielleicht hinter dir. Öfters schon. Ja? Aber ich glaube, so ein Kaliber wie dich hatte ich noch nicht vor den Fäusten. Also nicht vor dem Essen. Also ich muss ja auch schon sagen, ich habe ja mit Kalita schon mal gedreht, liebe Grüße drin raus. Ich glaube aber, was den Stabilheitsfaktor angeht, bist du aktuell derjenige, der bei mir am breitesten rüberkommt. Vielen Dank. Ich glaube, ich muss mehr essen. Wir sind jetzt hier heute bei Chicken Kings, Rastatt, weil du kommst aus Karlsruhe, ne? Ich bin aus Zweibrücken, aber ich mache in Karlsruhe meine Vorbereitung für meine Kämpfe. Okay. Immer Heinchen, beste Gym von Deutschland. Ja? Ja, weil du hast gesagt, wenn ich mal in der Nähe von Karlsruhe bin, soll ich mir Bescheid geben. Und so haben wir uns heute jetzt hier niedergelassen. Ich dachte eigentlich schon mal an Sparring, aber egal. Du hast mich... Wir machen Sparring beim Essen. Sparring beim Essen. Sparring beim Essen, meine Lieben. Er kann, wie gesagt, auch gut essen, hoffentlich. Ich habe mir gedacht, dann besuchen wir Chicken Kings, weil die sind wohl hier in der Nähe das beste Chickenladen, was es wohl gibt. Und die haben mir auch eins erzählt, als ich sie gefragt habe, ob wir vorbeikommen können. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du diesen aktuellen Käse-Chicken-Burger? Den so... wo in Berlin dieser Hype ist, ja, wo nass von danach gemacht genau. Das ging ja auch auf Social Media so ein bisschen ab. Genau. Und die haben gesagt, die können das noch viraler machen. Noch viraler. Und ich bin gespannt, was es wird. Und dachte mir, wer passt besser dahin als wir beide? Ich bin gespannt, ja. Sollen wir mal testen? Meine Lieben, das werdet ihr jetzt mal sehen. Vielleicht fällt uns ja noch die eine oder andere Challenge ein, weil er hat schon gesagt, beim nächsten Mal müssen wir Sparringboxen machen. Wobei ich will noch einige Essensvideos machen. Ich weiß nicht, ob das dann so ganz gut ist. Aber ich würde sagen, wir versuchen mal, einen viralen Burger mit denen zu machen. Und wie groß, wie schwer das Ganze wird, werden wir sehen. Auf eins könnt ihr euch schon freuen. Du siehst es gerade hinter der Kamera. Eine Softeismaschine. Eine Softeis? Ja, die werden wir auf jeden Fall nachher Sparring. Probieren wir es. Wir probieren das mal. Ne? Wir gehen rein, meine Lieben. Digga. Scheiße, guck mal. Ja. Das sieht lecker aus, ja? Digga, das sieht schon lecker aus. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, deswegen. Hast du es schon mal gesehen? Ich glaube, bei Anne-Sophie Lapik in Bangkok, bei einem 2-Sterne-Restaurant, gab es was Ähnliches. Nein, Spaß, nein. Okay, ich muss sagen, Leute, wir kennen uns einfach noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das bei dir ernst ist oder nicht. Aber ich hätte sagen können, dass das in Bangkok gibt. Da war ich noch nicht. Da müssen wir auch mal drehen. Ja? Das wäre geil. Das ist gut? Boah, brutal. Aber schau's dir mal an, Alter. Die haben da einfach 2 ganze Hähnchen aufgebracht. Mit Käse. Ja, das Bist du Hähnchen-Fan? Hähnchen, ja, ich liebe Hähnchen. Das ist gesund, hat viel Proteine. Ob das hier ist auch ein bisschen fettig vielleicht mit Käse. Krass. 100% fettig, aber... Was haben wir denn jetzt alles hier? Also die oberen 2 Hähnchen sind Parmesanhähnchen. Parmesanhähnchen. Genau, Ja. aber die sind voller Käse jetzt, aber darunter ist Parmesan. Ah, das ist dieser virale Käse, also Genau, ist okay, genau. Ja. Und unten drunter haben wir ein normales Hähnchen, auch wieder mit Käse und Lavash. Krass. Dazu Soßen, ne? Verschiedene? Genau. Haben einmal auf der linken Seite Knoblauch, Schaf, Barbecue und Curry. Ja. Auf der Seite ist Honigsenf, Mayo, Chili Cheese und unsere Burgersoße. Dankeschön. Und ein bisschen Coleslaw sehe ich, ne? Genau. Ja, dann sind wir mal gespannt, was die viralen Burger hier so können. Ne? Wir danken auf jeden Fall. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unsere XXL Chicken Kings viralen Käse-Chicken-Burger. Chicken Nonnen. Ich würde sagen, Chicken haben wir auf jeden Fall genug. Und damit lassen wir uns mal schmecken. Ja. Schauen, ob wir das Ganze überhaupt schaffen. Bist du zuversichtlich? Ja, wir schaffen das auf jeden Fall. Sagst du? 100%. Was ist, wenn nicht? Dann ist das nicht gut für dich. Dann müssen wir eine Softeis-Challenge Softeis-Challenge machen, ja, das kriegen wir reingehen. schon, Weil die haben nämlich eine Softeis-Maschine hier, meine Lieben. Da würde ich sagen, gehen wir rein da. Auf geht's in die legendäre Chicken Kings XXL virale Hähnchen, Parmesan, Käse, Lavaschbrot, was auch immer. Lass dir schmecken. Viel Spaß. Let's go. So, nehmen wir mal hier ab, oder? Ach du Scheiße. Warum hast du oben keinen Käse und ich habe so heftig Käse? Ich habe meinen Käse hier auf dem Brot. Ah, bei dir ist das am Brot gefallen. Leute, schreibt's mal rein, was würdet ihr jetzt geiler finden? Das Käse jetzt mit auf dem Brot
Oder würdet ihr jetzt geil finden, den Käse jetzt hier auf dem Hähnchen? Weil das finde ich jetzt schon interessant. Was findest du geiler? Käse auf Brot, ja? Ja, ne? Käse, Ich glaub, Lavasch. Weil ich finde, dann sieht das Hähnchen noch irgendwie so knuspriger aus. Ne? Ja, du weißt ja, manchmal werden die besten Gerichte so durch Zufall erfunden. Ja, ja. Vielleicht haben wir gerade eben einen neuen Trend Das ausgelöst. gibt's doch nicht. Ja, Ich vielleicht, schwöre, das gibt's. Hast du das vielleicht- schon mal gesehen? Deswegen meine ich ja. vielleicht einer in China kopiert es, ja? Ne, wir beide. Oder wie? Wir beide. Lass dir schmecken. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich nehme das Ding mal komplett. Ach du Scheiße. Ich sag nur Vorsicht heiß. Oh, Scheiße, ist heiß. Scheiße, schmeckt das geil mit dem Parmesan. Leute, ich meine es wirklich ernst. Aber geile Haut. Das mit dem Käse, ich kann diesen Hype, dieses aktuelle Hähnchen-Burger-Spektakel auf Social Media gerade nachvollziehen, auch wenn es hier in einer ganz anderen Variante ist. Aber das mit dem Käse ist ja geisteskrank. Das Hähnchen ist gut saftig. Boah, ja? ja, Mann. Das schmeckt brutal, auch mit dem Lavaschbrot. Sehr gut gewürzt. Geht gut so. Boah. Ich überlege gerade, ob ich mir mein Hähnchen jetzt nicht so wie so eine Art zerrupfe oder ob ich es im Ganzen lasse, dass du das geile Fleisch so in diesem Lavaschbrot nur drin hast, weißt du? Brot, wie so ja. als belegen. Oder sagst du Hähnchen einzeln zerrupfen? Ich glaube, Boah, weil das so heiß ist, ne? das Protein vom Käse, das Protein mit dem Hähnchen geht gut. Beides tierische Proteine, ja. Mit dem Fett auch. Ich glaube, ich habe auch noch kein Hähnchen mit, ich sag mal, so ein Flügel mit allein nur Käse gegessen. Boah. Fertigste Teil vom Hähnchen. Ist aber mein Lieblingsteil. Bist du Keulen-Fan? Ich liebe Keule. Ich auch, ja. Ich muss auch sagen, Keule ist für mich, weil viele schreiben manchmal Chicken Wing, also diese wie es gerade diesen Flügel, Ja. aber ich bin Keulen-Fan. Nein, auf jeden Fall. So einen oder anderen Dip hier probieren. Boah. Leichter Knoblauchdip. Boah. Aber scheiße heiß. Aber geiles Hähnchen. Wirklich gutes Hähnchen. Kann zu man nicht heiß? sagen. Boah, zu heiß noch. Cocktail? Aber manchmal so am Hast Knochen. du so eine Favorite-Soße eigentlich? Favorite die du am liebsten Soße? isst? So, Sag bist dir du eher mal- so der Barbecue-Fan oder Knoblauch-Fan? Also ich liebe sehr die Buffalo-Soße. Also wie so Buffalo Wings, ne? Ich bin sogar extra mal nach New York, nach Buffalo geflogen, um das erste Restaurant der Welt zu probieren, das diese Buffalo-Soße erfunden hat. Das ist Barbecue, ne? Ja, Barbecue ist mir ein bisschen zu süß, ja. Zu süß noch? Bist du, also dann eher rauchig. Ich mag so eher mehr sauer. Ich mag Sachen, die mehr so gepickelt sind, fermentiert sind, eingelegt sind. Auch sehr süß. Ne? Ja, was ist Honig-Senf oder? Nee. Geht so in die Richtung irgendwie süß-sauer, habe ich das Gefühl. Weil es auch so ein bisschen, Sorry. Das ist Currysoße. findest du? Aber sieht irgendwie nicht wie Curry aus. Wo ich gar kein Fan mittlerweile mehr von bin, ist von Yuppie, ne? Weil habe ich mittlerweile ja genug Ausgelutscht, von. Ja, ausgelutscht. genau, ausgelutscht. Ey Leute, also ich muss sagen, ich bin wirklich gerade ein bisschen geflasht von diesem Käse-Vibe, von diesem massiven Hähnchen. Wir haben 2 Burger davon. Unten ist nämlich auch noch eins, was uns erwartet. Ich bin gespannt, was uns nachher besser schmeckt. Das Garlic-Parmesan-Hähnchen auch noch, weil es gibt einmal Classic und Garlic-Parmesan. Und halt welche Soße in Kombination. Coleslaw haben wir noch mit dabei, aber ich mache jetzt die Variante, ich zerrupfe mir jetzt mein Hähnchen und dann versuche ich mal wirklich, abgesehen von den Knochen, das Ganze wirklich auch als Burger zu essen. Meine Lieben, let's go. Das Beste zum Schluss? Ach, bist du auch so einer? Natürlich. Also ich muss dir sagen, ich auch. Also ich liebe aber sowas zu mischen, aber ich bin auch immer einer, der gerne so das Beste zum Schluss hat. Immer. Immer, ne? Immer, immer. Boah, geil, Deswegen. Alter. Feier ich. Jede Frau, die noch wartet, ich komme noch. Jede Frau, die das sieht, ist noch nicht zu spät. Also, ihr seht, wir haben viel Spaß. Wir lassen uns gut schmecken und ich muss euch ehrlicherweise sagen, also ich habe sowas noch nie gegessen. Geschmacklich habe ich das noch nie gegessen in der Art und Weise. Mit diesem Hähnchen und Käse, das werde ich definitiv noch mal essen. Was ich jetzt mache, ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast. Ich nehme zwischendurch ein bisschen Coleslaw dazu.
Ja, das ist Cheat in meiner Welt. Cheat in seiner Welt, okay. Der Cheat Coleslaw-Welt. Aber ich muss sagen, dadurch, dass das halt hier so heiß ist mit diesem Hähnchen. Und Findest du so, das echt heiß? Also ich finde es immer noch heiß, ja. Wirklich? Ja? Klimaanlage ist doch an. Nein, also ich meine das Hähnchen an Ach so, sich. ja, ja. Hähnchen an sich. Aber finde ich das ganz geil, diese Kombination fast so wie ein bisschen beim Barbecue, dass du so einen schönen eiskalten Coleslaw noch da drüber hast, weißt du? Ich liebe Coleslaw. Das Einzige, was ich sagen muss, ich glaube, wenn ich es mir nochmal hier bestellen würde, klar, für uns haben sie es jetzt so ein bisschen special gemacht, aber ich glaube, wenn, würde ich das so von Anfang an ohne, weißt du, so schon zerrupft, also wie so eine Art Pulled Chicken bestellen, Ja. damit du nicht noch bei diesem Burger die Knochen dazu Ja, hast. ja, das nervt. Ich hasse das Finde echt. find ich zwar an sich geil, wenn du so ein komplettes Hähnchen halt hast, aber in diesem Burger würde ich es quasi wie so eine Art Zerrupf machen, weil dann könnt ihr das Ganze wirklich schon so als wie so eine Art fertigen Chicken Burger kombinieren oder ich sag mal genießen, ne? Ich bin irgendwie kein so Fan von so Hähnchen, also was so komplett als Stück ist. Ne? Ne? Ich mag gerne mein Essen schon so vorbereitet ist, in mundgerechte Portionen. Okay. Einfach gemütlich, weißt du? So. Ja. Einfach nehmen, Mund stecken, bam. Ja, okay. Nicht nur jetzt überlegen. Also auch nicht so, der gerne Garnier empfiehlt und so. Nee, Ah, krass, ja. ich mag das gerne. Deswegen gehe ich auch so gerne Fine Dining, weil das schon alles so mundgerecht gemacht ist. Alles richtig abgestimmt. Ich will beim Essen jetzt nicht viel nachdenken. Ich sag ja, wir haben Gourmet hier. Schreibt gerne mal rein, wofür ihr seid. Fine Dining, Team Fine Dining oder Team ganz komplett hier. Meine Lieben, wir gehen ein bisschen weiter rein und schauen, zumindest jetzt hier, dass wir den ersten von 2 XXL Hähnchenburgern, Halleluja, mal runterbekommen. Aber mit dem Coleslaw geht's bei mir ganz gut. Meine Lieben, ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Der liebe Sinnert ist gerade auf Toilette, weil er eine Krankheit hat. Wenn er zu viele Fett isst, der ist sich gerade komplett am Übergeben. Und kommt dann wieder rein und isst weiter. Er ist wohl eine Krankheit, ja. Man hört es gerade hier auch im Hintergrund. Ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Habe jetzt mein erstes Brot soweit auf. Und wie gesagt, die Toilette ist nebenan und höre, wie er sich jetzt übergibt nebenan. Und finde das krass. Also ich habe sowas noch nie gehört. Und er kann aber meinte, es ist normal. Kommt dann wieder und isst dann halt weiter. So, ne? Und ich bin gerade so ein bisschen baff, weil ich kannte das bisher nicht. Und ich hoffe, dass es ihm gleich wieder gut geht. Aber er meinte, das ist normal. Er kommt gleich ganz normal wieder und da ist er schon. Und alles gut? Ja, geht weiter. Und du kannst jetzt ganz normal weiter essen? Ja, ja, klar. 100%. Krass. Wie, jetzt mal nur so eine Frage. Ja, Wie oft passiert das am Tag? Oder kann man das gar nicht sagen? Oder? will ich fertig essen. Ja? Also achtest du eigentlich deswegen dann bewusst, dass du gar nicht fertig isst? Nee. Oder? Gar nicht. Also ist dir egal? Ist mir egal, ja. Krass. Deswegen, ich kotze immer wieder. Ich sag ja, mein Lieblingsessen, was ich gerne kotze, ist Big Mac mit Milchshake. Schmeckt so geil, rückwärts, ja. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Das Gute ist, ich nehme auch so nie zu. Ich werde so nie richtig fett. Weil mein Körper kann das Fett nicht so richtig behalten, weißt du? Krass. Das ist gut, oder? Ich bin wirklich perplex. Ich muss sagen, ich habe zum Glück kein Problem damit, beim Essen darüber zu sprechen. Wenn ihr jetzt gerade ein Video schaut, sorry dafür. Aber meine Lieben, ich zerrupfe mein zweites Hähnchen und gehe mit euch gerade so ein bisschen perplex mit viel Käse, mit viel Fett, was bei mir drin bleibt, nochmal ins Das ist unfair. nächste Hähnchen rein. Wie gesagt, also ich esse wirklich alles. Ich reise sehr viel so in Sterne-Restaurants, ich liebe Ja. Michelin-Sterne-Küche. Und da hat man ja auch oft so ein bisschen ausgefallenere Sachen. Ja? Ich liebe Gänsestopfleber, ich liebe Kaviar, ich liebe so Sachen, wo normal sich so keiner so rantraut. Ja. Ich auch, ich bin immer offen für Neues. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, das finde ich auch mal geil. Dann bist du in Thailand genau richtig. Ja. Wann seid ihr mal in Thailand? Ich hoffe nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Ich hoffe es. Ja. Darf ich Da denken? können wir richtig geil essen. Thailand hatten wir richtig Spaß. Wie gesagt, mein Bruder war jetzt auch das erste Mal in Japan und so. Ne, und auch erstmal so Asien in die Ja, Richtung. was hat er gesagt? Er meinte, Begeistert? ja, immer geistert. Ja. Geistern. Man sagt das Land des Lächelns. Früher war es sogar noch besser. Aber warum bist du denn jetzt gerade wieder hier? Hier, ich kämpfe nächsten Monat hier auf einer Veranstaltung und bin hier gerade so ein bisschen an der Orga dran.
Ich helfe gerade dem Veranstalter, das alles so klar zu machen. Ich muss da so ein bisschen, hab hier so ein kleines Social-Media-Team und setze die ganze Struktur mal auf, dann bin ich wieder weg. Krass. Aber oft komme ich auch hier mein Trainingslager machen für meine Kämpfe. Ich trainiere mal Heinzchen in Karlsruhe bei Dominik Junge. Bester Mann übrigens. Und ja, in Thailand das Training ist auch sehr gut. Aber mittlerweile sehr kommerziell. Da gucken Weil die du so Leute, viele internationale Leute da hast, oder ja was? klar, da gucken die mittlerweile schon auf die Uhr. Nee. Und in Deutschland ist schon so mehr noch so, du hast eine Beziehung zum Trainer. Da wird nicht gesagt, nach einer Stunde, die Stunde ist vorbei. Weißt du, was ich meine? Da wird noch so weiter trainiert. In Thailand ist, wie gesagt, hat sich über die letzten Jahre sehr stark verändert. Ist sehr kommerziell geworden und auch sehr teuer. Hätte eher gedacht, andersrum. Gar nicht. Ich habe neulich auf meinem YouTube einen Vlog gedreht in Bangkok. Und da habe ich 4 Tage die besten Restaurants von Bangkok besucht. Ja? Aber so 2 Sterne, 3 Sterne. In 4 Tagen hatte ich so, glaube ich, jeden Tag 2 Sterne besucht, also 8 Sterne Restaurants. Was denkst du, hat sowas gekostet in Bangkok? Was schätzt ihr, Leute, hat das gekostet? Schätzt Schreibt's mal mal eine rein, Summe. Was denkt ihr, hat das gekostet? Leute? Ich kann es gar nicht einschätzen. 4 Tage hintereinander, 200 Sterne-Küche. Ich kann es gar nicht. 4000 Bar. 4000 Baht. Baht, ja genau, 4000 Baht. 10 Lire. Die italienische Währung holen wir auch noch rein. Also Leute, ich habe dazu auf meinem YouTube auch ein Video gedreht. In 4 Tagen 7.300 Euro. Boah, hätte ich nicht gedacht. Doch. Weil Fine Dining Küche ist da gerade so ziemlich neu, die versuchen es zu etablieren. Und alle Zutaten sind ja meistens so von Frankreich importiert. Gelador-Austern, Beluga Kaviar aus Tibet und das Ganze. Das ist ja alles importiert. Ne? Und das Krasse ist, meiner Meinung nach, ist es auch voll der Scam, weil da wird so mit krassen Namen geworben. Wie zum Beispiel Mauro Colagreco, der einzig beste Restaurant von der Welt hatte, 2019 in Frankreich, 3 Sterne. Hat er jetzt einen Ableger in Bangkok, das heißt Kot. Und da ist er selber gar nicht da. Das Restaurant heißt nur nach ihm. Ach, so ein bisschen und sein kleiner Nebenchef. Nusret-Style. Na klar, Bro, klar, voll der Abfuck. Also meine Liebe, wir machen mal ein kurzes Update für euch, denn ich muss sagen, ich bin schon verhältnismäßig, glaube ich, gut voran. Und bei dir sieht es aus irgendwie... Entschuldigung, ich mache das mit Liebe. Ja, mit Liebe. Und was wir tatsächlich, Leute, ihr habt es gerade im Livestream, ich bin geflasht. Der Typ hier, das ist gerade für mich eine Sensation hier beim Essen. Was ist der Unterschied zwischen dem japanischen Wagyu und dem australischen Wagyu? Ach so, ja, die Marmorierungsstufen. Japanisches Wagyu 1 bis A5 und australisches Wagyu, also von Japan, MBS 1 bis MBS 12, wobei ein MBS 12 ein japanischen A5 entspricht. Das haut der gerade hier Reihe für Reihe raus, weil wir über meine Steak-Challenge zuvor geredet haben. Der ist ein Gourmet. Mit Thailand hat er gerade noch darüber geredet, wie er in Thailand innerhalb von einer Woche 7.000 Euro ausgegeben hat für 4 Tage. 4 Tage in Sterne-Restaurants, wo er immer hingeht. Also, Leute, ich bin gerade von Profiboxer bis hin zum Übergeben am Essen, bis hin zum Feingourmet, Koch hier, Jamie Oliver, komplett geflasht. Also, ich muss sagen, so einen Gast hatten wir noch nie. Aber ich habe Spaß dabei. Ich bin nur gespannt, wie dein Hähnchenburger da noch am Ende aussieht oder ob noch was am Ende Ich durchsteigt. glaube, ja. Wird schwer? Du weißt ja, aufgeben ist keine Option. Das ist richtig. Ich muss einmal warten, logisch, und bis das Akku aus ist. Weißt du, was ich noch mache? Oder wieder alles rausgeht auf der Toilette. Und wisst ihr, was ich noch mache? Ich bestelle mir Coleslaw nach, der meiner ist leer. Hat geil geschmeckt. Chef, Du bist nicht normal. ich bräuchte was Coleslaw. Weil der ist leer. Okay. Dankeschön. Nicht normal. Ich liebe das, wenn einer intellektuell wirklich von jemandem so, also höre ich gerne zu. Weil ich lerne gerne so, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Und über Essen, ich denke, auch viel Kultur geht über Essen. Ja. Ja, du siehst auch zum Beispiel, wie das Essen ist, wie die Kultur vom Land war, die Geschichte. Zum Beispiel, nehmen wir Beispiel deutsche Küche. Ist sehr deftig, sehr kohlenhydratlastig. Ja, man weiß, okay, wegen Krieg, wegen dies, wegen das. Deswegen hat sich die Küche so angepasst. Ja. Ist aber gerade zu den osteuropäischen Ländern auch. Ne? Klar, aber es gibt zum Beispiel eins meiner Lieblingsessen in Osteuropa, Plov. Kennst du das? Habe ich letztens einen Weltrekord gemacht. Was hast du gemacht? Doch, Weltrekord. Weltrekord, Plov? Wie viel hast du denn gegessen? Über 5 Kilo. Über 5 Kilo. Danach war ich, das war eines der schlimmsten. Mit Lamm? Ja. Du stirbst. Ja, Stirbst. ich weiß. Toilette. Ich kannte es vorher nicht. Nee, Der nee. hat mich komplett zerstört, weil der Reis natürlich War das alles noch auf. Usbeken? Na klar. Ey, das ist, kennen Sie die Geschichte von Plov? Ja, hat er mir erzählt. Mit Alexander der Großen? Wie gesagt, ich bin komplett geflasht gewesen davon. Ich kannte es vorher nicht. Und das ist das, was ich meine. Das macht richtig voll. Das ist das, was ich meine.
Wenn einer schreibt, hat er letztens 5 Kilo davon gegessen, wie kann er jetzt nur 2 Kilo davon? Das ist 2 eine Kilo ganz Ploff? andere, ja klar. 2 Kilo Ploff, Digga, kannst du 10 Kilo Salat von essen oder 20 Kilo. 2 Kilo das Ploff ist so knockt fettig, dich, Alter. das knockt dich sowas von aus. Ich sag dir ehrlich, immer wenn ich irgendeinen Burger essen bin, Ja. Danach ich sag geht's immer, dir nicht gut. nein, aber jeder Burger schmeckt immer anders. Jeder was? Jeder Burger schmeckt immer anders. Ja, aber das Ding ist, wenn dir etwas gut schmeckt, musst du direkt zum Ursprung gehen und gucken, wie schmeckt das Original. Genau. Sowas mache ich sehr oft. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier mit Buffalo-Soße. Ja? Ich bin extra nach New York geflogen, nach Buffalo. Das ist bei Niagara-Fällen, nur um das Ding zu essen. Auch schon, ich bin schon nach Mexiko geflogen. Da kommt der Caesar Salad übrigens her, das wissen viele auch nicht. Von Tijuana. Ich liebe das. So die Geschichte und zu gucken, okay, wie schmeckt das Original? Und wie weit ist das, was mir geschmeckt hat, eigentlich vom Original? Eingedeutscht, so, naja. Ja, ja, klar, ja, eingeeuropäisch. Ne? Unsere Geschmacksnerven sind hier komplett kaputt von allem, von den ganzen Umwelten, von dies, das. Wenn man hier eine Pizza isst in Italien, ist ja eine ganz andere Welt. Weißt du, wo ich das gerade mal merke? Wenn ich jetzt wieder 2 Tage faste Ja? und die Geschmacksnerven sich wieder zurückentwickeln. klar. Für mich ist dann immer, deswegen sage ich bin einfacher Esser, weil nach 2 Tagen, ich könnte alles essen, weil wenn du 2 Tage nichts Du isst, nimmst auch alles intensiver wahr, oder? genau klar, Ja, ist Geruch, klar. alles. Ob seine Frau mehr redet als er, Und meine Frau was? mehr redet als du. Sie hat den Mund anders voll nochmal. Sie isst nicht so viel. Siehst du, weißt du? Guck mal, ich halte dich für einen Philosoph Ja, und dann kommt sowas, weißt du? Und deswegen denke ich mir so, ich bin komplett geflasht von diesem Mann, Alter. Und dann kommt sowas. Und dann kommt sowas, so einfach so aus dem Schon Nichts. wieder. So. Ja, Da ist er wieder, der alte Szene. ja, da ist der Boxer. Da kommt der Boxer. Ja, Leute, ich bin noch Boxer. Ja, ihr müsst vergessen, der Assi ist drin. Also, meine Lieben, ich gehe damit auf jeden Fall in mein letztes Stück von unserem doppelten Chicken, Käse, Cheese, Chicken Kings Burger, was auch immer es war. Stück Coleslaw. Boah. Also, Coleslaw hat es mir richtig angetan hier. Das hat mit dem Chicken Burger richtig gut geschafft. Ich muss jetzt mal bei dir aber auf der Seite fragen, weil ich bin jetzt fertig. Wie sieht's denn da bei deinem aus? Es tut mir leid, ich bin wirklich ein Typ, der normalerweise nicht sehr viele große Portionen, sondern klein, ja. Ich habe das versucht, so immer klein und klein zu machen. Es ist wirklich sehr schwer. Du bist der Champion, sowas. Aber jetzt siehst du auch mal, also auch wenn ich jetzt ja heute Morgen schon mal was anderes hatte Ja. und du ja auch schon gerade gesagt hast, du weißt, eigentlich kannst du ganz gut essen, aber das Verhältnis dazu, also wenn man das auch nochmal so persönlich sieht, ist schon was anderes. Ich So. wusste das schon. Du bist Profi, du bist diszipliniert, du trainierst das. Das ist so, als würden wir jetzt boxen gehen. Ja, genau. Und ich würde gegen dich boxen. 1 Minute würdest du vielleicht auch noch gut aussehen. Ich glaube nicht. Oder Ich würde eher K.O. gehen. Aber du weißt, was ich meine. Mit der Zeit Ja. trennt sich Spreu vom Weizen. Genau. Ja, und du bist ein Champion, Respekt. Boah, aber guck mal, wir haben jetzt 50 Minuten gegessen. Ja. Das muss man mal überlegen. 50 Minuten für diese XXL Burger habe ich jetzt teilweise gebraucht und du, ich würde sagen, einen hast du aber geschafft. Einen habe ich geschafft. Ja. Einen hat er definitiv geschafft von beiden. Aber weißt du was, und da haben wir ja am Anfang nochmal drüber gehört. Wir werden jetzt mal erfahren, was das Gericht hier kostet. Schreibt es gerne mal rein, was ihr glaubt. Und wir machen uns an die Softeismaschine oder kriegen das eine oder andere Soft. Meinst du, das kriegst du noch runter? Ja, Muss. na klar. Nachtisch muss immer. na klar. Also, meine Lieben, ihr seht's, wir haben einen Softeis bekommen. Passend zu deinem T-Shirt. Oh ja. Vanille Erdbeere, denn hier gibt es eine Softeismaschine. Ja. Und die haben Vanille und Erdbeere und bei uns wurde direkt gesagt gemischt. Gemischt. Wir haben jetzt gerade mal geraten, was die Platte kostet. Sag mal deinen, komm, ehrlich. Was hast du gesagt? 73. 73, ne? 73, dann 57. Dann hat er auf 57 korrigiert. Ich habe 60 gesagt, eine Chefkadergabe an. Es waren 60. Also auch die Challenge geht auf mich. Lass dir schmecken. Oder? Schmeckt geil. Und ja, Leute, das gibt's hier im Laden. Also kein Scheiß, die haben wirklich eine Softeismaschine hier. Das haben die nicht irgendwie geholt, sondern haben die hier. Was kostet das jetzt? 2,50. Nee. 65 dann zusammen. Aber wir haben noch Getränke gehabt, Bruder. Was mit den Getränken? Getränke kostet Wasser 2 Euro. Stopp. Was hast du getrunken? Ich habe 2 Getränke gehabt. Ich habe 2 Getränke gehabt. Was hast du gehabt? Gar nichts. Eis 2,50, ja? Ja. Wir haben 2 Eis. Ja, und wir haben 4 Getränke. Wie viel ist das zusammen? 73 Euro. Okay, dann esse ich noch 20 Eis, weil die schmecken gerade so geil. Ja, da bin ich trotzdem näher dran. Ich korrigiere auf 100 Euro. Achso, das geht nicht. Meine Lieben, ihr seht, wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr auch.
Wir bestellen liebe Grüße von Chicken Kings. Ey, checkt das Ganze gerne ab. Wie gesagt, den Burger hier absolut viral. Könnt ihr auch natürlich in einer kleineren Variante, denke ich mal, hier holen. Und lasst euch ein bisschen Platz, denn für 2,50 € noch so ein Vanille-Erdbeer-Softeis. Und ihr erlebt vielleicht sogar den hier Gourmet-Experten. Wir bestellen liebe Grüße, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Meister. Ja, diesmal machen wir den hier. So Mit ungefähr, unten ne? diesmal, ja? Unten. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, ciao, ciao.